Hey, mein Name ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Erfahrungsbericht zur Outdoor Smartwatch T-Rex Pro von Amazfit zeigen. Preislich sehr interessant, verspricht die 150 € teure Smartwatch rund 18 Tage Akkulaufzeit, besitzt ein wasserdichtes Gehäuse bis 10 ATM, ein hochauflösendes AMOLED-Display und umfangreiche Sportmodi, sodass jeder Fitnessverrückte hier auf seine Kosten kommen soll. Wie mir die Uhr in ihrem recht markanten und außergewöhnlichen Design in den letzten 4 Wochen gefallen hat, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Viel Spaß! Die T-Rex Pro wird von Amazfit mit Blau, Grau und Schwarz in 3 Farben und zu einer UVP von 169,90 € angeboten. Aufgrund dessen, dass die Uhr nicht nur bis zu 10 ATM wasserdicht sein soll, sondern auch in 15 Tests nach Militärstandard geprüft wurde, hält sie unter anderem Temperaturen bis plus 70 bzw. minus 40 Grad Celsius stand und ist stoßresistent. Auf der Vorderseite gibt es ein 1,3 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung in 360 x 360 Pixel, dessen Helligkeit automatisch reguliert werden kann, Inhalte scharf dargestellt werden und aus jedem Blickwinkel ohne Probleme ablesbar sind. Weiterhin gibt es ein Always-On-Display, das euch stetig die Uhrzeit auf dem Display anzeigt, dadurch natürlich aber auch etwas am Akku zerrt. Das Gehäuse besteht vornehmlich aus Kunststoff, wirkt sehr robust, ist mit 59 Gramm aber leichter als gedacht. Die 22 mm breiten Armbänder sind mittels Schrauben am Gehäuse fixiert und lassen hier entsprechend gegen andere tauschen. Sowohl auf der rechten als auch linken Seite findet man je 2 Druckknöpfe, unten noch den Herzfrequenzmesser und 2 Pins zum Laden. Das recht geschmeidige und damit flexible Silikonarmband liegt gut am Handgelenk an und die Uhr ist beim Tragen kaum spürbar. Aufgrund dessen, dass seitliche Hardware-Tasten verbaut wurden, kann die Bedienung nicht nur über das Display vollzogen werden, sondern auch über die Tasten, was den Outdoor-Charakter nochmals unterstreicht und so auch eine Bedienung mit Handschuhen oder verdreckten Fingern möglich macht. Amazfit setzt auf ein eigenes Betriebssystem, was hier und dort aber an Wear OS von Google erinnert. Mittels eines Wisches von oben nach unten kommt man zu den Schnelleinstellungen, so zum Beispiel, um in den Schlafmodus zu wechseln bzw. sein Smartphone zu suchen. Wischt man von links nach rechts, kommt man zu den eingegangenen Nachrichten, die man auszugsweise lesen, aber nicht beantworten kann. Auch werden euch hier keine Bilder angezeigt. Wischt man von rechts nach links oder betätigt unten rechts den Back-Button, öffnet sich eine Art App-Drawer, der euch alle installierten Anwendungen bzw. Funktionen aufführt. Die Navigation kann dabei entweder über das Display oder über die seitlichen linken Tasten erfolgen. Mit einem Wisch von unten nach oben gelangt ihr zu einer Art Widget-Übersicht, die euch unter anderem die gegangenen Schritte anzeigt, das aktuelle Wetter eures Standortes, Pulsdaten bzw. eure tägliche Schrittanzahl. Über den oberen rechten Button erhaltet ihr Schnellzugriff auf die installierten Sportarten, hier um die 100 Stück. Beginnend von Laufen Indoor und Outdoor gibt es noch die Möglichkeit, ein Fußball-Workout zu starten, Rad zu fahren, im Freiwasser zu schwimmen, sich auf dem Crosstrainer auszutoben oder zu surfen. Wie sinnvoll eine solche Anzahl von Anwendungen ist, soll meiner Meinung nach jeder selbst entscheiden. Ich für meinen Teil glaube aber nicht, dass außergewöhnliche Sportarten, die keinen klar definierten Bewegungsablauf mit sich bringen, zuverlässig getrackt werden können. Outdoor-Laufen und auch Gehen war bei mir jedoch kein Problem und aufgrund des verbauten GPS-Moduls kann man sich auch ohne Smartphone in der Wildnis bewegen und eine exakte Streckenaufzeichnung durchführen. Hin und wieder gab es mal Abweichungen beim GPS von 2 bis 5 Metern, was in Anbetracht des Preises aber noch in Ordnung ist. Die GPS-Ortung lag bei mir aber teilweise zwischen 15 Sekunden und 1 Minute, was ich vor allem bei letztgenanntem Wert deutlich zu lange finde. Wie auch bei vielen anderen Smartwatches dieses Preisbereiches war die Leistungsfähigkeit des Schrittzählers echt in Ordnung, sodass ich maximal auf Abweichungen von 2 bis 4% kam. Aber auch die Pulsmessung und hier vor allem im Ruhezustand bzw. bis zu einem Pulsbereich von 80 bis 90 Schlägen war vollkommen okay und lag nur 1 bis 2 Schläge unter dem tatsächlichen Puls. Je höher hier allerdings der Wert geht, desto ungenauer wird es auch hier. Man muss sich auch immer vor Augen halten, dass man hier kein medizinisches Werkzeug an die Hand bekommt. Zudem gibt es noch eine Blutsauerstoffmessung, die ähnliche Werte wie eine Galaxy Watch 3 oder Apple Watch 5 ausspuckte, ich aber auch hier eher skeptisch gegenüber den Werten stehe. Aufgrund dessen, dass weder Mikrofon noch Lautsprecher verbaut wurden, könnt ihr mit dieser Uhr keine Musik hören oder auch nicht telefonieren.
Obwohl Amazfit eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen angibt, kam ich in meinem Testzeitraum beim dauerhaften Tragen Tag und Nacht mit regelmäßiger und automatischer Herzfrequenzmessung und dem Aufzeichnen von Outdoor-Aktivitäten auf eine Gesamtlaufzeit von 7 Tagen. Sicherlich sind auch 18 Tage denkbar, dafür müssen allerdings diverse Sensoren und auch das Always-On-Display deaktiviert werden. Abschließend möchte ich noch ganz kurz auf die Companion-App eingehen, die sowohl für iOS als auch Android heruntergeladen werden kann. Bei der sogenannten Zap-App findet ihr auf der Startseite eine Zusammenfassung eurer sensorspezifischen Daten wie Herzfrequenzmessung, Stresslevelmessung oder auch Schlafqualität. Klickt man entsprechenden Button an, bekommt man noch eine schöne Detailansicht zu den verschiedenen Sensoren, die grafisch wirklich sehr gut aufgearbeitet wurden. Über den zweiten Reiter könnt ihr unter anderem Benachrichtigungen verwalten, eure täglichen Zielwerte einstellen, einen Wecker aktivieren oder, was für viele sehr interessant sein dürfte, das Ziffernblatt ändern. Hier gibt es eine recht überschaubare Auswahl an Ziffernblättern, die mal mehr oder mal weniger sportlich, robust und teilweise auch spielerisch wirken. Ziffernblätter könnt ihr aber auch dadurch ändern, indem ihr das Display gedrückt haltet und von links nach rechts bzw. rechts nach links wischt. Über den letzten Punkt in der App könnt ihr nochmals aufgezeichnete Trainingseinheiten einsehen, Software-Updates für die Uhr einspielen bzw. den Akkustatus überwachen. Auch wenn es für mich nicht die Favorite-App Nummer 1 für Smartwatches ist, so ist sie dennoch innerhalb weniger Tagen übersichtlich genug, um sich hier zurechtzufinden. Unterm Strich war die Amazfit T-Rex Pro für mich eine Smartwatch, die vom Funktionsumfang überzeugen kann, deren Sensoren meist zuverlässige Ergebnisse ausspuckten, die Akkulaufzeit stimmte und das Display eher zu den besseren gehört. Hin und wieder hakelte etwas das Betriebssystem, das für mich einen Tick hätte flotter sein dürfen. Zusammenfassend macht sie aber genau das, was sie machen soll und ist auch aufgrund ihres Aussehens eher für den robusten und hartnäckigen Outdoor-Einsatz bestimmt. Da die aktuellen Preise um die 150 € pendeln, würde ich sie in den nächsten Wochen auch als Kaufempfehlung bezeichnen, da man hier zwar nicht das beste Stück Hardware, aber ein durchaus zufriedenstellendes Stück bekommt. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit der Amazfit T-Rex Pro Smartwatch und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!